Angenommen, du besitzt physisches Gold oder Silber nicht nur als Investment, sondern auch als strategische Reserve. Dann stellt sich natürlich irgendwann die Frage, wo soll dieses Vermögen liegen, damit es im Ernstfall nicht am falschen Ort gebunden ist. Denn bei Edelmetallen geht es nicht nur um Gramm, Unzen, Barren und Münzen, es geht auch um den Ort und dieser Ort ist Teil deiner Strategie. Viele Menschen denken bei der Lagerung zuerst an die Sicherheit, also im technischen Sinne wie Kameras, Tresortüren, Alarmanlagen oder auch Wachpersonal. Das ist natürlich wichtig, aber bei größeren Vermögen reicht das nicht komplett aus. Da geht es dann auch um das Land und die Rechtsordnung, in dem es liegt, die politische Kultur oder die Erreichbarkeit, aber auch Diskretion, internationale Akzeptanz oder die Frage, ob dein Vermögen zu stark in einem einzelnen Rechtssystem gebunden ist. Genau deshalb sprechen wir heute über zwei Standorte, die im Edelmetallbereich immer wieder auftauchen, und zwar die Schweiz und auch Singapur. Und ich möchte direkt am Anfang sagen, es geht hier nicht um die Unabhängigkeit. Gold ist ja kein Zahlungsversprechen einer Bank, keine Aktie, es ist auch keine Anleihe und keine irgendwie eine Form von digitaler Eintrag. Du bist überhaupt nicht vom System abhängig. Und gerade das ist ja das, was viele Menschen wollen. Aber diese Unabhängigkeit kann schwächer werden, wenn das Gold wieder an einem Ort liegt, der selbst wieder stark mit Risiken verbunden ist. Vor allem für dich, wenn du eigentlich dein Vermögen schützen möchtest. Wenn du zum Beispiel in Deutschland lebst, dein Einkommen in Euro beziehst, deine Immobilien in Deutschland hast, deine Bankkonten in Deutschland führst und dann auch noch die Edelmetalle in Deutschland lagerst, dann hast du zwar physisch Gold gekauft, aber geografisch und rechtlich kaum gestreut. Das ist der Punkt, den viele Anleger unterschätzen. Edelmetalle sind international, aber nur dann wirklich strategisch, wenn auch die Lagerung international gedacht wird. Also nicht jeder braucht sofort ein großes Auslandskonzept, aber ab einer gewissen Vermögensgröße ist es sehr sinnvoll, darüber nachzudenken. Und genau hier kommen dann zum Beispiel die Schweiz oder Singapur ins Spiel. Es gibt natürlich noch viele andere Orte, aber heute sprechen wir mal darüber. Beginnen wir mit der Schweiz. Die Schweiz ist für viele deutsche Anleger der erste logische Auslandsstandort. Und das hat natürlich gute Gründe. Sie ist geografisch nah, du kannst theoretisch hinfahren, du bist im gleichen Kulturraum und viele Anbieter sprechen auch Deutsch. Die Schweiz hat eine lange Tradition im Bankwesen, aber auch in jeglicher Form der Vermögensverwaltung und im Edelmetallhandel und natürlich auch in der Verwahrung. Gerade im Goldbereich spielt die Schweiz seit Jahrzehnten eine zentrale Rolle. Viele weltweit bekannte Raffinerien sitzen sogar im Umfeld der Schweiz oder direkt in der Schweiz. Und es gibt gewachsene Infrastrukturen, Logistikprüfung, Lagerung, allgemein die professionelle Abwicklung. Das ist ein großer Unterschied zu einem Standort, der zwar exotisch klingt, aber keine echte Edelmetallinfrastruktur hat. Strategisch ist die Schweiz deshalb interessant, weil sie für viele Kunden die Brücke bildet zwischen Nähe und Ausland. Du verlagerst einen Teil deines Vermögens aus Deutschland heraus, bleibst aber in einem sehr vertrauten, stabilen, gut erreichbaren Umfeld. Das ist besonders für Menschen angenehm, die sagen, ich möchte international aufgestellt sein, aber ich möchte nicht, dass alles am anderen Ende der Welt liegt. Trotzdem solltest du die Schweiz nicht romantisieren. Viele Kunden hören Schweiz und denken automatisch an absolute Diskretion, maximale Sicherheit und völlige Unabhängigkeit. So einfach ist das aber alles nicht mehr. Die Schweiz ist ein hochreguliertes Land. Sie kooperiert international, sie hat Compliance-Regeln und je nach Anbieterstrukturen können Meldepflichten entstehen. Deshalb reicht die Aussage nicht, meine Edelmetalle liegen in der Schweiz. Entscheidend ist, wie sie dort liegen. Ist es eine echte Verwahrung von physischen Metallen? Bist du rechtlich Eigentümer? Liegt das Metall außerhalb der Bilanz des Anbieters? Ist es eine Sammelverwahrung oder eine Einzelverwahrung? Gibt es Seriennummern oder gibt es auch eine Versicherung? Gibt es unabhängige Prüfungen und was passiert, wenn du verkaufst oder ausliefern lassen möchtest? Der Standort allein reicht also nicht aus, die Struktur muss stimmen. Die Schweiz kann strategisch sehr gut sein, aber nicht jede Schweizer Lösung ist automatisch hochwertig. Aber ein weiterer Grund, warum die Schweiz interessant ist, sind die professionellen Lager- und Zollstrukturen. Die Schweizer Zollverwaltung beschreibt offene Zolllager als Möglichkeit, Transit- und ausländische Waren im Schweizer Zollgebiet ohne sofortige Zollabgaben zu lagern. Das ist insbesondere für bestimmte Warenströme und Lagerkonzepte relevant. Für Edelmetalle bedeutet das in der Praxis, je nach Metall und Anbieter und konkreter Struktur kann die Lagerung in der Schweiz steuerlich und logistisch interessant sein, vor allem bei Silber, Platin, Palladium und den Industriemetallen. Wichtig ist aber, es geht hier nicht um Zauberei und es geht auch nicht darum, Einkommenssteuer auf Kursgewinne verschwinden zu lassen. Es geht vor allem um die korrekte
Behandlung von Mehrwertsteuer, Einfuhrumsatzsteuer und allgemeinen Zollthemen während der Lagerung und bei der späteren Entnahme. Wenn du also in der Schweiz lagerst, solltest du nicht nur fragen, ist es sicher? Du solltest dich auch fragen, was passiert beim Kauf, beim Verkauf oder beim Wechsel zwischen den Metallen und bei einer späteren Auslieferung. Das sind wichtige Fragen. Ein Punkt, über den selten gesprochen wird: Die Schweiz fühlt sich für viele Kunden psychologisch machbarer an. Singapur klingt für manch einen Anleger sehr weit weg. Dubai klingt vielleicht etwas spannend, aber rechtlich weniger vertraut. Kanada ist stabil, aber geografisch sehr weit weg. Und die Schweiz dagegen ist nah genug, um innerlich greifbar zu bleiben. Gerade für Kunden, die zum ersten Mal außerhalb Deutschlands lagern, ist das wichtig. Vermögensschutz ist ja nicht nur Mathematik, es muss auch sich richtig anfühlen. Wenn jemand ständig unruhig ist oder nicht schlafen kann, weil er das Gefühl hat, sein Gold liege zu weit weg, dann ist das Konzept nicht passend. Eine gute Strategie berücksichtigt nicht nur die Sicherheit, sondern auch das persönliche Sicherheitsgefühl. Die Schweiz kann hier ein sehr guter Schritt sein. Raus aus dem reinen Deutschlandkonzept oder Deutschlandkonzentration, aber gleichzeitig nicht so ganz weit in die fremde Welt. Dann betrachten wir da auf der anderen Seite jetzt mal Singapur, was ja viel weiter weg liegt und auch sprachlich ganz anders ist. Singapur hat einen ganz anderen Charakter als die Schweiz. Während die Schweiz für europäische Nähe, Tradition und Vertrautheit steht Singapur eher für internationale Diversifikation, asiatische Dynamik oder geografische Distanz zu Europa. Und genau diese Distanz ist strategisch sehr interessant. Wenn zum Beispiel dein Leben, deine Immobilien, deine Konten und ein großer Teil deiner Verträge in Europa liegen, dann kann Singapur ein bewusster Gegenpol sein. Ein Teil deines Vermögens befindet sich dann nicht nur außerhalb Deutschlands, sondern auch außerhalb Europas. Das ist ein ganz anderer Grad an geografischer und damit natürlich auch rechtlicher Streuung. Selbstverständlich ist Singapur kein Ort für spontanen Zugriff. Du lagerst dort nicht, weil du morgen schnell vorbeifahren möchtest. Du lagerst dort, weil du einen Teil deines Vermögens in einer der wichtigsten asiatischen Finanz- und Handelsregionen positionieren möchtest. Das ist ein ganz anderer Zweck. Und genau deshalb ist Singapur für größere Vermögen so spannend. Singapur hat sich in den vergangenen Jahren gezielt als Standort für Edelmetalle, Rohstoffe, allgemein Handel und Logistik und Vermögensverwaltung positioniert. Besonders interessant ist, dass Investment-Edelmetalle unter bestimmten Voraussetzungen sowieso von den Goods and Service Tax befreit sein könnte. Die Steuerbehörde nennt Investment in Precious Metals wie Gold und Silber, Platin ausdrücklich als von dieser Steuer befreit, wenn die jeweiligen Voraussetzungen erfüllt sind. Singapore Customs weist darauf hin, dass qualifizierte Investments in Precious Metals bei dieser Behörde steuerbefreit sind. Das macht Singapur für Anleger interessant, die nicht nur Gold, sondern auch Silber, Platin, Palladium international lagern möchten. Natürlich muss man im Einzelfall prüfen, ob das konkrete Produkt die Voraussetzungen erfüllt. Nicht jede Münze, nicht jedes Produkt fällt automatisch unter dieses Gesetz. Aber strategisch zeigt es etwas Wichtiges. Singapur möchte ein ernstzunehmender Standort für Investment-Edelmetalle sein. Es ist keine Nebensache, sondern politisch und wirtschaftlich gewollt. Wenn du jetzt denkst, bei Auslandslagerung, je weiter weg, desto besser, dann stimmt das so auch nicht. Ein weit entfernter Standort ist nur dann sinnvoll, wenn er auch rechtlich, politisch und natürlich logistisch und wirtschaftlich überzeugt. Sonst ist die Entfernung kein Schutz, sondern nur Komplexität. Singapur ist deshalb so interessant, weil es Entfernung mit Professionalität verbindet. Es ist weit genug weg, um nicht einfach eine europäische Verlängerung zu sein, aber es ist gleichzeitig kein unsicherer Sonderstandort, sondern ein stark organisierter Stadtstaat mit internationalen Finanz- und Handelsinfrastruktur. Genau das ist der Unterschied zu vielen exotischen Lagerideen. Manchmal klingt ein Land geheimnisvoll oder steuerlich attraktiv, aber im Ernstfall fehlen Rechtssicherheit, professionelle Anbieter, Audits, Versicherung oder einfach nur eine funktionierende Logistik. Bei Singapur ist diese strategische Aussage eine andere. Du lagerst nicht irgendwo weit weg, sondern du lagerst in einem der professionellsten Knotenpunkte Asiens. Und jetzt kommt der wichtigste Punkt. Die Schweiz und Singapur, die konkurrieren nicht. Also nicht unmittelbar miteinander, sondern sie können ganz unterschiedliche Aufgaben erfüllen. Die Schweiz ist für viele Anleger der europäische Sicherheitsstandort. Nah, vertraut, bewährt, professionell. Sie eignet sich besonders für Kunden, die aus Deutschland heraus diversifizieren möchten, aber trotzdem eine gewisse Nähe suchen. Und Singapur ist dann der internationale Gegenpol. Weit oder weiter weg, stärker asiatisch geprägt, sehr professionell, besonders interessant für Kunden, die bewusst außereuropäisch denken.
Wenn du es vereinfacht ausdrücken möchtest, die Schweiz ist eine kontrollierte Auslagerung aus Deutschland und Singapur ist eine echte geografische Diversifikation. Beides kann sinnvoll sein, aber nicht für jeden in gleicher Gewichtung. Die Schweiz ist oft sinnvoll, wenn du zum ersten Mal einen Teil deiner Edelmetalle außerhalb Deutschlands lagern möchtest. Sie passt gut, wenn dir persönliche Erreichbarkeit wichtig ist, wenn du deutschsprachige Kommunikation wünschst und wenn du eine etablierte europäische Infrastruktur suchst. Auch für Kunden mit mittlerem Vermögen kann die Schweiz attraktiv sein, weil dort viele Anbieter mit unterschiedlichen Modellen gibt, von Sammelverwahrung über Depotlösungen bis hin zu hochwertigen Einzelverwahrungen. Alles wird dort angeboten. Besonders interessant ist die Schweiz auch, wenn du Silber oder andere Metalle in einer zolloptimierten Struktur halten möchtest. Dabei sollte aber immer genau geprüft werden, was bei der Entnahme, Verkauf oder Auslieferung steuerlich passiert. Die Schweiz ist also ideal für Kunden, die sagen, ich möchte mein Vermögen professioneller aufstellen, aber ich möchte den Standort noch verstehen, erreichen und innerlich greifen können. Hingegen ist Singapur geeignet, eher für Kunden, die bereits verstanden haben, dass Vermögensschutz international gedacht werden sollte. Es ist besonders spannend bei größeren Vermögen, wenn Europa nicht die einzige Bezugsquelle bleiben soll und wenn gezielt ein Teil der Edelmetalle außerhalb der westlichen Hemisphäre des europäischen Raums gehalten werden soll. Singapur passt also gut zu Kunden, die nicht jeden Monat physisch auf die Edelmetalle zugreifen müssen. Es passt zur langfristigen Absicherung und zu internationalen Familien, zu Unternehmen, zu Menschen mit Auslandsbezug oder zu Anlegern, die sagen, ich möchte einen Teil meines physischen Vermögens bewusst weit weg vom Heimatmarkt platzieren. Auch für Silber, Platin und alle anderen Metalle kann Singapur interessant sein, wenn die Produkte die Voraussetzung für die steuerliche Behandlung als Investment, also als Precious Metal, erfüllen. Hier muss aber immer konkret auf Produkt und Anbieter und natürlich die Lagerstruktur geschaut werden. Aber egal ob Schweiz oder Singapur, der Ort ist ja nur ein Teil der Entscheidung. Der Anbieter ist mindestens genauso wichtig. Es bringt wenig, in einem guten Land zu lagern, wenn die Struktur des Anbieters schwach ist. Und es bringt wenig, niedrige Gebühren zu haben, wenn du nicht genau weißt, ob du ein echtes Eigentum oder einen Bruchteilsanspruch oder eine Forderung hast. Deshalb solltest du immer auf folgende Punkte achten. Also bist du rechtlich Eigentümer? Liegt das Metall außerhalb der Bilanz des Anbieters? Gibt es eine klare Eigentümerzuordnung? Auch solche Punkte wie Einzelverwahrung, Sammelverwahrung. Gibt es Seriennummern? Manchmal gibt es auch Fotodokumentation. Ist die Lagerung vollständig versichert? Gibt es unabhängige Audits? Wie funktioniert der Verkauf? Wie funktioniert dann später die Auslieferung? Welche Kosten entstehen beim Kauf, Verkauf, bei der Lagerung oder auch beim Transport? Gerade für größere Vermögen würde ich immer bevorzugen, dass der Kunde nicht nur irgendeinen Portalwert sieht, sondern wirklich versteht, was dahinter liegt. Also begehe nicht diesen Denkfehler, Hauptsache außerhalb Deutschlands. Das wäre zu kurz gedacht. Ausland allein ist kein Qualitätsmerkmal. Es gibt sehr gute Lagerorte in Deutschland und sehr schlechte Strukturen im Ausland. Entscheidend ist nicht, ob etwas weit weg ist. Entscheidend ist, ob es rechtlich sauber und zugänglich ist, ob es sinnvoll dokumentiert wird. Also Schlussum, wie sicher das Ganze ist. Schweiz und Singapur sind deshalb interessant, weil sie nicht nur Ausland sind, sie sind etablierte Standorte mit echter Infrastruktur. Und genau das unterscheidet sie von Orten, die vielleicht spannend klingen, aber für konservative Edelmetalllagerung wenig geeignet sind. Für manch einen Kunden ist aber auch die Kombination aus beiden Standorten sinnvoll. Ein Teil bleibt in einer schnell verfügbaren Lösung und ein anderer Teil liegt dann zum Beispiel in der Schweiz und ab bestimmten Vermögensgröße kann ein weiterer Teil in Singapur liegen. So entsteht ein Setup, bei dem nicht alles im selben Land, derselben Rechtsordnung und vor allen Dingen demselben Anbieter oder demselben politischen Entwicklung abhängt. Die Schweiz kann dabei die vertraute europäische Absicherung sein. Singapur könnte eine internationale Ergänzung sein. Und genau in dieser Kombination liegt für viele Kunden der eigentliche strategische Reiz. Du musst also nicht alles nach Singapur bringen, aber auch nicht alles in der Schweiz lagern. Du musst vor allem verstehen, welcher Standort welche Aufgabe erfüllt. Edelmetalle sind ja mehr als ein Investment. Sie sind ein Stück Unabhängigkeit. Aber diese Unabhängigkeit wird stärker, wenn auch die Lagerung ganz klug gewählt ist. Um das nochmal zu wiederholen, die Schweiz steht also für Nähe, Tradition, Vertrautheit, europäische Professionalität und Singapur steht für Distanz, internationale Diversifikation, asiatische Stärke und einen sehr bewussten Blick über Europa hinaus. Beide Standorte können strategisch sinnvoll sein. Nicht, weil sie perfekt sind, sondern weil sie unterschiedliche Risiken
reduzieren. Es ist also nicht die Schweiz oder Singapur besser oder schlechter. Es kommt darauf an, welche Aufgabe dein Lagerort in erster Linie erfüllen soll. Wenn du zum Beispiel schnellen persönlichen Zugriff haben möchtest, ist wahrscheinlich eher die Schweiz sinnvoll. Wenn du maximale internationale Streuung möchtest, dann reicht die Schweiz nicht mehr aus. Dann wäre vielleicht Singapur sinnvoll. Du merkst schon, beide Standorte können sehr interessant sein. Aber am Ende geht es immer darum, dein Vermögen nicht nur zu besitzen, sondern es auch so aufzustellen, dass du auch in unterschiedlichen Szenarien handlungsfähig bleibst. Ein Barren Gold ist stark, aber eine gute Strategie macht es noch stärker. Wenn du wissen möchtest, ob für dich die Schweiz, Singapur oder eine Kombination sinnvoll ist, dann buch dir gerne ein kostenfreies, diskretes Strategiegespräch. Dann schauen wir gemeinsam, welche Lagerung zu deinem Vermögen passt oder auch zu deiner Lebenssituation und deinem Sicherheitsbedürfnis. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann abonniere den Kanal und hinterlasse mir gerne ein Like. Und unterhalb dieses Videos findest du auch einen Link zu einem weiteren informativen Video, was du nur über diesen Link erreichen kannst. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit und wir sehen uns im nächsten Video.